Wer mit Quax und Co. unterwegs nach Quedlinburg ist, sind die Kinder. Die liefern sich ein Wettrennen. Und zwar auf Esel Quax und seinen tierischen Freunden. Da ist auch ein Schaf mit im Spiel, ein Schwein, ein Ochse. Und mit denen laufen sie den Berg hinauf. Und man weiß, dass Transportmittel brauchen Treibstoff. Und in diesem Fall sind das Obst und Gemüse. Das Spielprinzip ist das eines sogenannten Backbuilders. Das heißt, es werden Chips aus einem Beutel gezogen, in diesem Fall halt Obst und Gemüse. Wir kommen voran, indem wir in unserem Futterbeutel greifen und mit diesem Futter die Tiere anleiten, schneller zu laufen. Auf diesen Futterchips haben wir sowohl eine Zahl, die sagt uns, wie viele Schritte mein Tier gehen darf. Das ist im Normalfall 1. Wenn ich schon gute Chips habe, können 2, 4 und das Beste wäre 8 Schritte vorwärts kommen. Und je nachdem, welches Symbol ich, welche Art von Gemüse ich auf meinem Chip habe, passiert danach eine Aktion. Wenn man alle 3 Traumkräuter gezogen hat und abgelegt hat, darf man mit den Rubinen, die man in der Zwischenzeit gesammelt hat, neue Chips kaufen, wertvollere Chips, vielleicht sogar den teuren Zuckerrübenchips, mit denen es dann gleich 8 Felder vorangeht. Und so entwickelt man seinen Beutel, also das Innere, immer weiter und freut sich an den Spezialeffekten und liefert sich so halt ein ziemlich spannendes Rennen. Eigentlich muss man mal die Schachtel aufmachen und man ist schon begeistert. Also ich habe noch selten ein Spiel gesehen, was vom Inlay her, vom Aufbau da drin so überzeugt, dass da gleich alles an der richtigen Stelle ist. Die Tierchen, die muss man sich angucken. Ich glaube, es sind die aufwendig gestaltetsten Holztierchen ever. Also die werden geliebt. Also das ist wirklich toll gemacht. Also jeder einzelne Chip ist Aufregung pur. Die Kinder ziehen was raus, hoffen natürlich, dass sie möglichst weit kommen, hoffen vielleicht, dass sie den Effekt bekommen, auf den sie gesetzt haben, auf den sie vielleicht sogar gezielt zugearbeitet haben, weil sie von der einen Sorte dann besonders viel gekauft haben. Also es ist jedes Mal, es wird ein Chip gezogen, der wird abgelegt und es ist jedes Mal ein großes Hurra, wenn es klappt, wenn man auf die Art und Weise weiter vorläuft. Mit Quax und Co. nach Quedlinburg ist ein wunderschönes Laufspiel, was uns komplett überzeugt hat in allen Bereichen. Die Regel ist toll, die Spielgeschichte ist schön und das Material ist 1A. Die Kinder können sich hineinversetzen, dass sie ein Tier antreiben, um bei einem Wettrennen einen Pokal zu gewinnen, um nach Quedlinburg zu kommen und der Erste dort zu sein. Mit Quax und Co. nach Quedlinburg ist ein Spiel, das einem der ältesten Kinderspielgenres überhaupt, nämlich dem Laufspiel, neue Seiten abgewinnt, die die Kinder auf eine Weise faszinieren und ihnen Spaß macht, wie man es so selten erlebt.